Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen schicken Einsteigerflieger für euch und zwar die neue Radiolink Su-27. Hier natürlich wieder in der RTF-Version. Ich habe diesmal dabei die Radiolink T8FB Bluetooth-Fernsteuerung. Das Set gibt es aber auch in der RTF-Version mit anderen Fernsteuerungen. Das blende ich euch eventuell nochmal ein. Und natürlich auch als PNP-Version ohne Fernsteuerung. Wir haben hier, wie man sehen kann, eine Reichweite von 4000 Metern. Ist wahrscheinlich jetzt hier bei der Su nicht wirklich relevant. Wir haben eine ungefähre Flugzeit von 9 Minuten und wir haben 3 Flugmodis. Ist also für Einsteiger gut geeignet mit Gyrofunktion. Das zeige ich euch alles gleich nochmal. Hier in dem Video geht es natürlich wieder darum, erstmal zu zeigen, was alles mitgeliefert wird. Ich zeige euch nochmal kurz, was alles noch zusammengebaut werden muss. Dann zeige ich euch die Fernsteuerung etwas genauer und natürlich die ganzen Funktionen. Und danach gehen wir natürlich auch noch fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Ja, dann packen wir den Flieger einmal aus. Dazu müssen wir einmal hier diese Schaumstoffeinlage rausziehen. Dann haben wir den Packungsinhalt vor uns liegen. Da haben wir dann als allererstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung für den Flieger auf Chinesisch und Englisch und einmal eine Bedienungsanleitung auf Englisch für die Fernsteuerung. Dann haben wir noch ein Zubehörkartönchen dabei. Da befindet sich dann drin der 2S Lithium-Polymer-Akku mit 600 mAh. Dann noch die beiden Seitenleitwerke, die wir nachher noch einstecken müssen. Und noch eine Zubehörtüte. Da befindet sich drin ein kleiner Kreuzschraubendreher, ein Ersatzpropeller, etwas Tesafilm und ein paar Ersatzruderhörner. Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Ersatzfederhebel für die Fernsteuerung, für den Umbau auf einen anderen Mode. Dann haben wir als nächstes natürlich den Hauptrumpf, hier in der RTF-Version mit allen Elektronikkomponenten. Die zeige ich euch gleich nochmal. Als nächstes haben wir dann noch das Ladegerät mit dem passenden Ladekabel. Und last but not least natürlich noch die beiliegende 2,4 GHz Fernsteuerung, in dem Fall die T8FB BT. Und das war's dann schon. Als ersten Schritt müssen wir erstmal die beiden Seitenleitwerke einstecken. Dazu gibt es an den Seitenleitwerken hier diese Widerhaken und diese beiden Bolzen. Auf dem Hauptrumpf gibt es dann die Gegenstücke dafür, wo wir dann das Seitenleitwerk einfach nur hier so einstecken müssen. Dann ist es schon stabil fest. Das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite ebenfalls nochmal machen. Dann ist die Su komplett montiert. Die Su besteht aus EPP-Platten in 3 mm Stärke und der Mittelsteg hat eine Stärke von 5 mm. Die EPP-Platten sind zusammengesteckt und dann verklebt. Das ist bei der RTF-Version natürlich vom Werk aus schon erledigt. Ist auch alles vernünftig gemacht und macht einen guten und stabilen Eindruck. Ebenfalls sind hier natürlich auch schon alle Ruder montiert. Ja, hier haben wir die Su-27 jetzt mal komplett vor uns stehen. Ich finde sehr gut gelungen, auch mit diesem blau-grün-weißen Design finde ich sehr schick. Auch, dass die ganzen Blechstöße und sowas alles hier schön angedeutet ist. Natürlich ist das hier alles aufgemalt, weil der ganze Flieger ja aus EPP besteht. Aber ich finde es trotzdem sehr gelungen vom Design. Für die Steifigkeit haben die Seitenleitwerke und die Tragflächen alle nochmal so Carbonverstärkungen drin. Das finde ich auch sehr gut. Wie eben schon gesagt, haben wir natürlich auch hier die Elektronik schon komplett verbaut. Da haben wir als allererstes den 15 Ampere LV Regler, einen Radiolink R8 XM Empfänger und in der Mitte haben wir noch einen Flight Controller, einen Dymi DB von Radiolink. Als Antrieb dient ein Brushless Außenläufer mit 4000 kV und daran ist montiert ein durchsichtiger Dreiblattpropeller und zwar ein 3025er, der auch an den Spitzen diese spezielle Ausrundung hat. Ich denke mal, das dient zur Geräuschreduzierung. Dann sind hier noch 2 Mini-Servos montiert für die Ruderanlenkungen. Die Ruderhörner sind natürlich schon alle montiert, sind auch alle schon mit Gestängen versehen. Die sind dann auch mit dem Querruder und dem Höhenruder verbunden, wie man sehen kann. Die bewegen sich also beide zusammen. Und vorne haben wir noch eine kleine Kunststoffspitze, die das EPP dann bei Crashs etwas schützen soll. Und hier vorne wird der Lithium-Polymer-Akku eingesetzt. Der wird hier einfach nur mit diesem Klettband angestrapst. Sitzt jetzt nicht bombenfest da drin. Aber ich denke mal, zum Fliegen wird es wohl ausreichen. Ansonsten muss man das nachher noch etwas verstärken, dass der Akku da ein bisschen fester drin sitzt. Ja, ich finde ein wirklich richtig gelungenes Design, die Su-27 von Radiolink. Und als nächstes zeige ich euch dann mal die Fernsteuerung und die ganzen Funktionen. Ja, wir haben hier in meinem Falle die Radiolink T8FB BT, sprich die Bluetooth-Version im Set. Das ist eine ganz normale 8-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung aus Kunststoff. Hat eine ordentliche Größe, liegt gut in der Hand, ist aber durch die Größe vielleicht nicht unbedingt für kleinere Kinderhände so gut geeignet. Die Knüppelaggregate sind ebenfalls aus Kunststoff und die Sticks aus Aluminium. Die Sticks haben hier oben auch so eine Zackenkrone für alle Daumenflieger, aber in der Länge lassen sie sich nicht einstellen. Der Sender wird im Mode 2 ausgeliefert, kann aber mit dem Umbauset natürlich auch auf jeden anderen Mode umgebaut werden. Wir haben hier in der Mitte den Ein-Ausschalter, darüber 2 Status-LEDs und einen Lautsprecher. Unten haben wir noch 4 Jumper, damit können wir auch ein paar Einstellungen tätigen, die wir aber für die RTF-Version hier erstmal nicht benötigen. Um die Knüppelaggregate herum sind wieder die ganz normalen Trimmtaster angeordnet zum Trimmen der Su im Flug und in der Mitte haben wir noch eine Aufhängeöse für den Nackengurt.
Oben links haben wir dann noch einen Zweistufenschalter, der dient in diesem Fall als Motorausschalter. Das heißt, wenn er nach unten geschaltet ist, ist der Motor abgestellt und kann nicht versehentlich durch Bewegen des Gassticks anlaufen. Und ist der Schalter nach oben geschaltet, dann ist der Motor scharf, damit wir mit der SRU fliegen können. Auf der rechten Seite haben wir dann noch einen Dreistufenschalter. Hiermit können wir die einzelnen Flugmodis umstellen. Das heißt, in der ersten Stellung ganz oben haben wir den Stabilisierungsmodus. Damit geht das Flugzeug immer wieder in seine neutrale Fluglage zurück, wenn man den Stick loslässt, und wird immer voll stabilisiert. In der mittleren Stellung haben wir den Gyro-Modus. Das heißt, das Flugzeug wird immer noch stabilisiert, wird aber nicht wieder zurück in die neutrale Fluglage gebracht, wenn wir den Stick loslassen. Und in der dritten Stellung ganz unten haben wir dann noch den manuellen Modus. Da können wir dann komplett ohne Stabilisierung fliegen. Das heißt, in dem Modus kann man dann zum Beispiel auch Loopings fliegen, was wir mit dem Stabi-Modus zum Beispiel nicht können. Dann haben wir oben auf der Front links noch einen Drehputi, der ist hier aber ohne Funktion. Und auf der rechten Seite haben wir noch ein weiteres Drehputi. Damit können wir dann noch den maximalen Ausschlag der Ruder justieren. Oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne sitzen. Hinten haben wir dann noch einen Griff zum Transportieren und unterhalb des Griffs haben wir noch einen Anschluss für ein Lehrer-Schüler-Kabel und darunter haben wir das Batteriefach. Hier können wir entweder 4 AA-Batterien verwenden oder einen 2S-LiPo. Standardmäßig ist der Sender aber darauf eingestellt, dass man hier einen LiPo einsetzt. Wenn ihr die AA-Batterien benutzen wollt, muss man den Sender erst mit dem PC umstellen, weil der Sender sonst ein dauerhaftes Warnsignal ausgibt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Micro-USB-Anschluss zum Verbinden mit dem PC. Und wir können den Sender natürlich auch noch ganz normal hinstellen. Das Besondere an der Bluetooth-Version der T8FB ist, dass wir den Sender sogar noch mit dem Smartphone verbinden können und über die Radiolink-App noch ein paar grundlegende Einstellungen tätigen können, was wir aber jetzt für die RTF-Version erstmal nicht benötigen. Aber wenn man ein paar Einstellungen ändern möchte, muss man einfach nur erst den Sender anschalten, dann die Radiolink-App öffnen, einmal hier auf Connect gehen, dann den gefundenen Radiolink-Sender anklicken. Dann müssen wir noch einmal an der Fernsteuerung einen der Trimmhebel bewegen und schon ist der Sender mit der App verbunden und der Sender hört auch auf zu piepen. Hier können wir jetzt noch über die Reiter diverse Einstellungen vornehmen und dann natürlich auch noch auf den Sender übertragen und speichern. Das Ganze kann man natürlich auch, wie eben gesagt, mit einem USB-Kabel noch über den PC machen. Ja, das war es jetzt zu den ganzen Funktionen und zur Fernsteuerung. Bevor wir jetzt fliegen gehen, zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie man den Gyro kalibriert. Das soll man nämlich vor dem Flug laut Anleitung einmal machen, damit er die Fluglage richtig erkennt. Dazu müssen wir einfach nur den Flieger anstellen, die Fernsteuerung anstellen, dann am besten hier diese Zubehörbox nehmen, aufstellen und dann den Flieger hier mit der Nase draufstellen, dass der ungefähr 20 Grad hat. Dann müssen wir den Sender wie bei einer Drohne, die beiden Sticks nach außen und unten bewegen. Dann warten, bis der Flight Controller einmal aufblinkt und weiter grün leuchtet. Dann ist die Fluglage kalibriert und wir können beruhigt fliegen gehen. Und das machen wir jetzt.
Ja, kommen wir am Ende bei der SU natürlich auch nochmal zu einem kleinen Fazit. Ich muss wirklich sagen, die SU fliegt im Stabilisierungsmodus wirklich sehr, sehr ruhig und sehr, sehr stabil. Ist also meiner Meinung nach sehr gut für Anfänger geeignet. Hier und da vielleicht ein bisschen hecklastig, konnte man auch im Video erkennen. Aber das kann man vielleicht mit dem Schwerpunkt noch ein bisschen einstellen. Im Gyro-Modus sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus. Da fliegt die schon sehr viel agiler. Auch wenn die immer noch so ein bisschen stabilisiert wird, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich würde also nicht direkt vom Stabilisierungsmodus im Flug in den Gyro-Modus umschalten. Das könnte zu Überraschungen führen. Da würde ich vielleicht mal erstmal versuchen, im Gyro-Modus direkt zu starten, um dann mal zu sehen direkt, wie sie fliegt. Das gleiche gilt auch für den manuellen Modus. Da ist sie ähnlich agil wie im Gyro-Modus, nur dass sie da halt nicht mehr stabilisiert wird. Ist also noch ein bisschen schwieriger zu kontrollieren für Anfänger. Aber man kann natürlich in den Einstellungen nachher auch noch die Ruderausschläge etwas minimieren. Da ist er dann im Gyro-Modus und im manuellen Modus auch nicht mehr so agil. Die angegebene Flugzeit von 9 Minuten passt auch in etwa, wobei ich sagen muss, für so ein Flugzeug 9 bis 10 Minuten ist jetzt nicht allzu viel. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall nochmal einen zweiten oder dritten Akku dazu zu kaufen. Beim Starten müsst ihr euch natürlich überlegen, wie ihr die SU haltet. Normalerweise hält man die ja eigentlich mehr oder weniger am Schwerpunkt, ist eigentlich am besten zum Fliegen. Ich habe die, wie ihr im Video gesehen habt, ja so gehalten. Das ist eigentlich vom Werfen her ganz angenehm. Ihr müsst natürlich nur aufpassen, dass ihr nicht den drehenden Propeller hier in den Unterarm kriegt. Ist vielleicht die etwas gefährlichere Variante. Alternativ könnt ihr die natürlich hier von hier unten packen. Da ist sie natürlich relativ breit, muss man etwas breiter fassen, aber man kann die genauso gut werfen. Müsst ihr euch halt nur vorüberlegen, welche Variante für euch ja, am idealsten ist. Und am Ende noch ein kleiner praktischer Tipp zum Transportieren der SU, wenn ihr die mal mit in den Urlaub nehmen wollt und so und die nicht einfach so ins Auto werfen wollt, kann man natürlich die Seitenleitwerke hier auch ganz einfach wieder rausziehen. Das geht recht schnell. Die könnt ihr dann einfach daneben legen. Die SU passt dann auch super wieder hier in den Karton rein. Dann könnt ihr die SU mit im Karton in den Urlaub nehmen. Da kann da nichts passieren. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen zur SU habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Wer kein weiteres Video mehr verpassen möchte, der kann natürlich meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.